günstigste Art, sich in Istanbul über längere Strecken fortzubewegen, ist der öffentliche Nahverkehr. Istanbul hat ein modernes Netz von Metro, welches sich nach wie vor im Ausbau befindet. Aber auch Busse, Fähren, Straßenbahnen und auch die Regionalbahn Marmaray stehen zur Verfügung. Im Optimalfall legt man sich bereits am Flughafen die Istanbul-Card zu. Diese kann von mehreren Personen genutzt werden und hat im September 2024 130 Lira, also in etwa 3 Euro gekostet. Die Einzelfahrten mit dem Nahverkehr kosten in der Regel weniger als 1 Euro. Es gibt auch Touristentickets für eine fixe Anzahl von Fahrten. Diese würden wir aber nicht empfehlen, da der Betrag definitiv immer über den Preisen mit der roten Istanbul-Card liegt. Die Karte kann man an den Aufladegeräten an den Stationen aufladen und dort entweder bar oder mit Karte zahlen. Es gibt seit einigen Zeiten auch die Istanbul-Card-App, mit der man seine Karte ebenso wieder aufladen kann. Vielleicht noch ganz interessant zu wissen, aktuell gibt es ein monatliches Aufladelimit von 2750 türkischen Lira, was etwa 70 Euro entspricht. Ist vielleicht relevant, wenn ihr überlegt, mit wie vielen Personen ihr das Ticket nutzen möchtet. Auch Uber ist in Istanbul nutzbar, allerdings zeigt die App nur Richtwertpreise an und man zahlt am Ende der Fahrt beim Fahrer. Durch das hohe Stauaufkommen in der Stadt kann man aber damit rechnen, dass die Preise, die in der App angezeigt werden, zu niedrig sind. Möchtest du gern ohne die App Uber ein Taxi nutzen, verhandle vor der Fahrt auf jeden Fall einen Preis mit dem Fahrer, da sonst mal das Taxameter ausbleibt und am Ende ein Fantasiepreis zu bezahlen ist. Seit 2022 hat die Türkei leider mit einer extremen Inflation zu kämpfen, die zwischenzeitlich bei weit über 70% lag. Der Wertverlust der türkischen Lira macht nicht nur den Einheimischen, sondern auch den Touristen zu schaffen. Die Preise in Istanbul sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und sämtliche Kosten liegen mittlerweile auf einem westeuropäischen Niveau oder sogar drüber. Ein Geldtausch von Euro zu Lira ist in den wenigsten Fällen sinnvoll, da zum schwankenden Kurs oft noch Kommission gezahlt werden muss. Wir empfehlen daher das Bargeldabheben am Automaten. Wir konnten gebührenfrei bei der Halkbank, Yapı Kredi und der Ziraat Bank abheben. Wichtig ist allerdings, dass man den Betrag ohne Conversion abhebt, da sonst massive Gebühren anfallen, da die Karte nicht mit dem Lira, sondern mit dem Europreis belastet wird und für die Umrechnung hohe Gebühren anfallen. Daher auch bei der Kartenzahlung im Geschäft darauf achten, dass die Karte mit einem Lira-Betrag belastet wird. Was das Essen angeht, haben wir uns natürlich im Vorfeld wieder gut informiert und unsere Google Maps Karte mit guten und günstigen Restaurants gepflegt. Aufgrund der Inflation ist preistechnisch in Istanbul aktuell so ziemlich alles dabei, was wir uns vorstellen konnten. Ein paar unserer Restauranttipps findet ihr in der Beschreibung. Wir haben wirklich nirgendwo schlecht gegessen. Doch ein kleines Frühstücksrestaurant ist uns allerdings besonders im Gedächtnis geblieben. Hier wird sehr gutes Kaymak aus Büffelmilch hergestellt und für uns war es definitiv das beste Kaymak der Stadt. Hier ein bisschen unbezahlte Werbung für euch. Da die Türkei nicht innerhalb des EU-Roaming-Abkommens liegt, habe ich mir eine eSIM mit 5 GB Datenvolumen für unsere 9 Tage in Istanbul zugelegt, damit ich auch mobil erreichbar bin. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Mit dem eingeblendeten Rabattcode von Nomad erhaltet ihr $7 Rabatt auf den ersten eSIM-Kartendeal ab $10. Den Code findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Grundsätzlich ist Get Your Guide auf Reisen für uns immer eine gute Wahl. Aber in Istanbul war es diesmal ganz besonders der Fall. An Johanns Geburtstag haben wir eine nächtliche Bosporus-Kreuzfahrt gemacht. Inklusive 3-Gänge-Dinner, unbegrenzter Softdrinks und einer türkischen Folklore-Show haben wir dafür knapp unter 100 Euro bezahlt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war hier absolut unschlagbar. Außerdem bin ich auf 2 interessante Workshops bei Get Your Guide gestoßen. Zum einen die Herstellung der orientalischen Glaslampen und die Zubereitung von Sandkaffee mit anschließendem Kaffeesatzlesen. Leider hatten wir dafür nicht mehr genügend Zeit, um das auszuprobieren.
Durch die Inflation sind viele Sehenswürdigkeiten in Istanbul leider wahnsinnig teuer geworden. Touristen zahlen teilweise den 10-fachen Eintrittspreis der Locals, sodass man teilweise wirklich sagen kann, dass die Touristen abgezockt werden. Vor einigen Jahren war ich bereits schon einmal in Istanbul und bin froh, damals einige der Sehenswürdigkeiten zu normalen Preisen erlebt haben zu dürfen. Wer sich die 25 € Eintritt für die Hagia Sophia sparen möchte, kann umsonst in die Blaue Moschee. Und wer nicht knapp 27 € für die Zisterne und mindestens eine Stunde Wartezeit übrig hat, der besucht lieber umsonst die Zisterne im Gülhane Park. Diese ist zwar natürlich deutlich kleiner als die Basilika-Zisterne, vermittelt aber dennoch einen guten Eindruck. Insgesamt gibt es in Istanbul übrigens 70 Zisternen, einige davon umsonst oder für einen deutlich günstigeren Eintritt. Kreuzfahrtfans können sich gratis am Galata-Port umschauen und die riesigen Schiffe bestaunen. Außerdem haben viele der besten Restaurants und Shops Istanbuls auch eine Filiale am Galata-Port. Eine gebuchte Bosporus-Kreuzfahrt muss nicht in jedem Fall sein. Günstigere Alternative ist einfach die Fähre mit der Istanbul-Card zu benutzen. Wenn man die Stadtteile Fener und Balat besuchen möchte, kostet einen das maximal die Fahrt mit der Fähre, also pro Strecke weniger als 1 Euro. Zu bestaunen gibt es dort viele eindrucksvolle bunte Holzhäuser und prächtige Kirchen wie beispielsweise Sveti Stefan. Im September hatten wir teilweise noch Temperaturen von über 30 Grad und da kommt eine Abkühlung gerade recht. Für ein erfrischendes Bad im Meer sind wir an die Schwarzmeerküste gefahren, aber auch die nahegelegenen Prinzeninseln können Abkühlung bieten. Allerdings sollte man darauf achten, dass man keiner teuren Badeanstalt zum Opfer fällt. Teilweise werden umgerechnet bis zu 50 € Eintritt fällig. Wir waren am Kirsikaya Village Beach. Dieser war vollkommen gratis, allerdings aber auch nicht besonders gut gepflegt. Aber auch auf den Prinzeninseln lassen sich mit etwas Geduld bei der Recherche ein paar Gratisstrände finden. Einer meiner Lieblings-Gratis-Sehenswürdigkeiten in Istanbul war das Katzenmuseum. Das im Juni 2023 eröffnete Museum in der Nähe des Galata-Turms kann kostenfrei besucht werden. Hier gibt es einige katzenbezogene Kunst zu sehen und natürlich wohnen auch ein paar freundliche Katzen im Museum. Einnahmen durch den Verkauf von Hoodies, Shirts, Postkarten usw. gehen zu 50% dem Tierwohl zugute. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns für weitere kulinarische und feline Reiseabenteuer quer durch die Welt.